Hi, ich bin's Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute gehen wir in die nächste Runde mit den kreativen Abo-Boxen. Heute gucken wir uns die Upgrade-Box näher an. Wer kennt sie nicht? Die deutsche Kreativ-Abo-Box schlechthin. Ich habe hier die Upgrade-Box 42, die stammt aus dem Februar und die packen wir jetzt zusammen aus und testen dann direkt natürlich auch mal aus, was da so mit zu machen ist. Mit Upgrade bekommst du jeden Monat neue Art Supplies, Künstlerbedarf, und die sind immer wieder überraschend neu. Also da ist immer was anderes Thema. So, dann schauen wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Unbox your Upgrade Creativity. Das ist schon mal sehr witzig hier mit diesen Dingern, die man hier rausmachen kann. Also Verpackungsdesign catcht mich ja schon mal komplett. Super cool. Habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Genau, und bevor wir hier reingehen, steht das schon. Nimm an unserem monatlichen Upgrade Battle teil und gewinne tolle Preise. Das ist auch Teil von Upgrade, diese monatlichen Upgrade Battles. Da kann man sich also auch inspirieren lassen von anderen Leuten, die die Box haben und damit was gemacht haben. Auf der Rückseite von dem Magazin findest du alle Infos, wie du an diesem Upgrade Battle teilnehmen kannst. Also das ist wirklich jeden Monat immer passend zur Box. Und hier steht es, du musst einfach nur die Materialien aus der Box verwenden, ein Kunstwerk erschaffen und das kannst du dann einfach auf Instagram posten. Ja, und aus all diesen Einreichungen wird dann ein Gewinner gekürt und da gibt es dann hier unten auch nochmal einen Preis. Das ist natürlich super motivierend, auch zeitnah wirklich anzufangen und da was umzusetzen. Das finde ich sehr clever gemacht. Ich muss jetzt diese Dinger hier rausmachen, das ist ja so cool. Jetzt habe ich genug gespielt und alle Dinger rausgelöst. Kann man so als Badges auch aufkleben, finde ich witzig. Legen wir los. Was haben wir hier so drin? Man hat immer eine Bottle Post dabei, die zur Box passt und natürlich das Thema dann wahrscheinlich auch beschreibt. Und dann kann man hier schon sehen, dass wir hier schon Sticker haben. Oh, sehr cool. Schöne Sticker. Die Oberfläche ist so wie matte Fotos. Ja, die sind natürlich schön. Hier haben wir auch ein Beispielprint. Das ist nämlich die Künstlerin des Monats, ist Marie. Wahrscheinlich Catwalk. Sie hat quasi die Inhalte dieser Box sich überlegt. Kommt aus Schweden, wo sie mit ihren 2 Katzen und ihrem Verlobten lebt. Hier kriegt man ein bisschen Einblicke, was sie so macht. Super schön. Also diese Katzen, die scheinen sich bei ihr so durchzuziehen. Und da kriegt man direkt Lust, was zu machen und kriegt schon so eine Idee, wie das Ganze aussehen kann. Wir starten mal mit dem Papier, denn das ist auch immer mit dabei bei der Upgrade-Box, sodass man eben wirklich direkt loslegen kann. Also dieses Mal haben wir hier ein Aquapad in A5-Format. Da sind 10 Blatt drin, das ist von Claire Fontaine Papier. Und ich fasse mal an, also das ist raues Aquarellpapier. Feinkörnig, steht hier oben drauf, die Goldlinie. Okay, 10 Blatt Papier, damit kann man auf jeden Fall starten. So, und dann haben wir die Produkte hier drin. Also die Aufmachung, so das Packaging ist auch wieder super schön gemacht. Und das sind die Produkte, die dabei sind. Wir haben hier Color Peps. Könnte mir vorstellen, dass es so ein aquarellierbarer Aquarellstift quasi ist. Aber andererseits haben wir hier ein Radiergummi. Also da muss man sich natürlich jetzt so ein bisschen einlesen. Was könnte das genau sein? Wir schauen da mal rein. Color Peps Buntstifte. Eine Farbe zum Vorzeichnen in deiner Box. Ah ja, okay. Dreieckige Buntstifte, stimmt. Das fällt einem erstmal gar nicht so auf. Man denkt irgendwie, die sind rund, aber die sind tatsächlich dreieckig. Die bequem in der Hand liegen und nicht wegrollen. Das mit dem Wegrollen, das teste ich jetzt erstmal. Ja, das stimmt natürlich. Die rollen nicht weg, wenn die dreieckig sind. Genial! 3 mm dicke Minen sind bruchfest, aber weich genug für detaillierte Schattierung. Sie können mit eingängigen Bleistiftanspitzern angespitzt werden. Aus Ulmenholz gefertigt. Dann haben wir hier daneben, das sehe ich schon, den Art Liner von Spectrum Noir. Das ist ein feiner Feinliner. 0,05 bis 0,8 gibt es. Was haben wir jetzt hier? Ach, 0,5 haben wir jetzt hier dabei. Das testen wir natürlich direkt mal aus.
Also hier testen wir erstmal den Buntstift. Ja, der fühlt sich tatsächlich total weich an und kann auch super fein malen. Und den Fineliner, der ist auch super. Haben wir bei dem Fineliner irgendwelche besonderen Eigenschaften, wie der ist wahrscheinlich wasserfest? Ja, absolut wasserfest und trocknet fast sofort. Sie kann sofort überarbeitet werden und bleibt immer an Ort und Stelle. Das ist natürlich super, gerade in Kombination mit Aquarell. Denn hier haben wir ja Color Sheets und wer hat sowas schon mal gesehen? Das sind solche Papiere, auf denen eben Farbe heftet. Ich habe sowas schon öfter mal gesehen, aber noch nie in der Hand gehabt. Deshalb gucken wir da direkt mal rein. Handcrafted. Banderole mal abziehen. How to use. Ah ja, okay. Ah ja, hier sieht man es. Da sind die Farben drauf, hier oben. Hier unten sieht man, welche Farben drin sind. Also das ist jetzt Happy Yellow, das ist Tree Bark Brown, Grün und Olive Green. Und hier steht auch, dass die Farben sich sehr unterscheiden davon, wie sie auf dem Papier aussehen. Deshalb sind diese Swatches hier wahrscheinlich sehr hilfreich, weil man dann schon ein Gefühl dafür hat, wie die Farben aussehen. Ja, man hat also insgesamt 16 Farben dabei. Und hier hinten hat man sogar so Metallic-Farben dabei. Super cool. Das sind alles Metallic-Farben. Genau. Die letzten 4, das sind Metallic-Farben. Und hier hinten Mix Amazing Colors hier. Ah ja, da kann man wahrscheinlich sich verschiedene Farbmischungen anlegen. Wie so eine Art Farbpalette quasi. Und hier haben wir natürlich, na klar, was brauchen wir? Wir brauchen noch einen Pinsel. Aber einen ziemlich coolen Pinsel. Den kann man natürlich super mitnehmen. Okay, der sieht schick aus. Oh ja. Der ist ja mal sehr hübsch. Toll gemacht hier. Okay, wir gucken mal rein bei dem Pinsel nochmal. Was haben wir hier? Travel Brush Größe 2. Der Pinsel ist direkt von Upgrade. Super cool. Ja, und so kann man den natürlich, wenn er getrocknet ist, dann direkt wieder verstauen und dann ist die Pinselspitze sicher. Und zu den Farben hier vorne, da haben wir auch noch verschiedene Infos. 16 super leuchtende Frühlingsfarben, super lustig und einfach zu benutzen. Eine eingebaute, wiederverwendbare Mischpalette, das ist quasi die hier hinten. Ultra pigmentierte, die so reichhaltig und lebendig sind, dass man schwören könnte, sie seien lebendig. Ja, super cool. Und was ich auch spannend finde, ist, dass hier immer genau dran steht, wie viel die Produkte kosten. Du hast jetzt hier also einen Wert von 34,80 €. Das ist der reine Produktwert. Das kann man natürlich, da drumherum ist ja noch viel mehr. Aber das ist auch ganz spannend jetzt zu wissen. Also wenn du die Box abonnierst, regulär und monatlich zahlst, dann bezahlst du 24 €. Wenn du sie für 3 Monate schon abonnierst sozusagen, dann zahlst du sogar nur 70 €. Wenn du die Box im Nachhinein bestellen wirst, dann bezahlst du 36 €. Das heißt, wenn du unbedingt die Februarbox noch haben willst, dann kannst du sie auch noch bestellen für 36 € dann. Ich verlinke dir natürlich alle Infos in der Videobeschreibung, also schau da unbedingt rein, wenn du dich für die Upgrade-Boxen interessierst. Da kannst du auch nochmal genauer schauen, was so in den vergangenen Boxen drin war. Da kriegt man ein ziemlich gutes Gefühl. Ich finde, die Upgrade-Box ist ein absolut stimmiges Konzept, macht echt Lust aufs Kreativwerden und mir gefallen die Kreativmaterialien, die hier in der Februarbox enthalten waren, sehr gut. Ich glaube, das macht wirklich jedem kreativen Spaß, da monatlich einfach ein bisschen neuen Input zu bekommen. Auch die Idee, dass man jedes Mal einen anderen Künstler hat, der quasi Input gibt, das ist einfach super stimmig gemacht und gefällt mir wirklich gut. Ich finde den Preis absolut gerechtfertigt und auch fair, denn man hat ja mehr Produktwert, als man eigentlich dafür bezahlt. Und man muss auch nicht für längere Zeit abonnieren, sondern man kann auch nur eine Box abonnieren und mal ausprobieren. Also das ist alles super fair. Ich finde also die Upgrade-Box wirklich klasse. Nächste Woche gibt es natürlich wieder ein Bullet Journal Setup für den Monat April. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist.